Definition vom urbanen digitalen Zwilling ist für euch eigentlich nichts Neues. Allerdings haben wir gerade letztens in einem Termin mit T3 festgestellt, dass die Interpretation der Definition im Projekt schon sehr unterschiedlich ist. Und deswegen wollen wir heute noch mal 'n kurzen Recap der Definition machen und, euch das mal an 'nem Beispiel erläutern, nämlich am Beispiel DPaaS. Dann fange ich auch mal an mit dem kleinen Recap. Einmal die Eigenschaften und die Produktvision, von urbanen digitalen Zwillingen. Unser urbaner digitaler Zwilling, soll ein intelligentes und realitätsnahes digitales Abbild der Stadt sein. Wir wollen natürlich, dass er zuverlässig und vertrauenswürdig ist und, dass er von jedem benutzt werden kann, also auch eine gewisse Niedrigschwelligkeit besitzt. Zudem wollen wir, dass er offen und modular ist, damit man, Module wiederverwenden kann und übertragbare Lösungen erzielt. Die Intelligenz des Zwillings ist natürlich außer Frage. Wir wollen, dass er intelligent agieren kann. Von diesen Eigenschaften würde ich, dann direkt noch mal zur Definition des urbanen digitalen Zwillings, übergeben. Für uns ist der urbane digitale Zwilling weniger ein Produkt als vielmehr ein Konzept. Und, mithilfe dieses Konzepts wollen wir die digitalen Ressourcen einer Stadt organisieren und nutzbar machen. Was sind diese digitalen Ressourcen? Das sind, die Daten über die Stadt und ihre physischen Bestandteile, logische Strukturen, Akteure und Prozesse sowie Analysen und, Anwendungen. Konkret haben wir da, unter den Daten noch die Geobasisinformationen und die Fachdaten. Die Frage, die wir uns nun stellen, ist, wie führen diese digitalen Ressourcen jetzt zu einem digitalen Zwilling? Die digitalen Ressourcen, sind unsere Bausteine im Konzept, von urbanen digitalen Zwillingen, die man hier auch schön auf der Folie sieht. Die Abbildung kennt ihr sicherlich alle. Wir wollen diese digitalen Ressourcen, die wir in der Stadt besitzen, nicht alle in einem einzigen digitalen Zwilling zusammenführen, sondern in vielen verschiedenen. Es soll nämlich für die verschiedensten Anwendungsfälle verschiedene Zusammenstellungen dieser digitalen Ressourcen geben, die wir dann digitale Zwillingsinstanzen nennen oder instanzierte urbane digitale Zwillinge. Diese Instanzen erfüllen, jeweils eine ganz konkrete Aufgabenstellung. Zur Erfüllung dieser sind, die Instanzen aus den, digitalen Ressourcen zweckmäßig zusammengestellt. Diese verschiedenen Instanzen haben dann ganz unterschiedliche Größen, ganz unterschiedliche Komplexität und natürlich auch eine unterschiedliche Fachlichkeit. Das könnt ihr hier auf dem Bild sehen. Sie sind ganz verschieden aus den digitalen Ressourcen zusammengestellt. Natürlich haben sie auch eine unterschiedliche räumliche Ausdehnung, je nachdem, für welche Aufgabenstellung sie erstellt werden. Also, noch mal als kleine Zusammenfassung, was wir uns wollen, ist, es gibt nicht nur den einen urbanen digitalen Zwilling, sondern viele verschiedene Instanzen. Ganz wichtiger Punkt in unserem Konzept ist auch noch der, Geobasis-Zwilling, denn die wesentliche Grundlage des urbanen digitalen Zwillings einer datensouveränen Stadt sind ihre städtischen Geobasisinformationen. Das ist aktuell auch schon so. Das heißt, alle Anwendungen sind angehalten, die Geobasisdaten der Stadt als Raumbezug zu verwenden. Für urbane digitale Zwillinge weitergedacht bedeutet das dann, dass jeder instanzierte urbane digitale Zwilling eine einheitliche räumliche Basis als Interpretationsraum benötigt. Ihr könnt das hier schön in dem Bild sehen. Wir haben unsere verschiedenen Zwillingsinstanzen und jede der Instanzen, besitzt dann Komponenten des Geobasis-Zwillings, um zum Beispiel durch diese Geobasisinformation einen Raumbezug zu garantieren. Das heißt, wir wollen, dass alle Instanzen, auf den gleichen Grundlagen. Jetzt, da ich noch mal, den urbanen digitalen Zwilling erläutert habe, möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, wie urbane digitale Zwillinge und die Urban Data Plattform zusammenwirken. Wie wir gerade schon, gehört haben, ist eine Instanz eines urbanen digitalen Zwillings, die verbindet eine Auswahl von digitalen Ressourcen und beantwortet eine Fragestellung. Die urbane Data-Plattform stellt nun diese digitalen Ressourcen bereit. Das heißt, die Zwillingsinstanzen können sich aus der Datenplattform die Ressourcen ziehen.
Wichtig hier ist, zu verstehen, dass, auch andere Plattformen digitale Ressourcen für eine Instanz bereitstellen können. Durch standardisierte Schnittstellen ist dies einfach umsetzbar, wenn man sich einfach mal vorstellt, für eine Instanz eines Zwillings, bräuchten wir noch Daten, die wir in der urbanen Datenplattform nicht vorhalten, dass wir, wenn sie irgendwo anders vorhanden sind, die einfach daraus ziehen können. Nun wissen wir, wie die UDP und die Instanzen zusammenwirken. Schauen wir jetzt mal auf das Beispiel DPass und warum DPass eine Instanz eines urbanen digitalen Zwillings ist. Nochmal kurz zu DPass, ihr kennt es ja alle, muss ich, glaube ich, nicht nochmal erklären. DPass steht für Digitales Partizipationssystem und ist dafür gemacht, eine Bürgerbeteiligung online und vor Ort durchführen zu können. Wollen wir uns nun anschauen, was DPass jetzt zu einer Instanz eines urbanen digitalen Zwillings macht. Hier mal eine, DPass-Bürgerbeteiligung, die ich rausgesucht habe. Daran wollen wir jetzt einmal schauen, wie diese digitalen Ressourcen oder die Komponenten einer Zwillingsinstanz umgesetzt wurden. Zunächst ist natürlich, der wichtigste Punkt eigentlich in unserer Arbeit die Daten. DPass verfügt über verschiedenste Daten. Hier haben wir einmal Geobasisdaten, wie zum Beispiel die Luftbilder, die eingebunden werden können, oder den Stadtplan, der hier schön plakativ zu sehen ist. Aber wir haben natürlich auch Fachdaten, wie zum Beispiel in dem Fall sind es die Velorouten Hamburg, die hier ausgewählt werden können, oder die Taxenstände. Natürlich haben wir auch, das ist ja auch das Besondere an DPass, von BürgerInnen generierte Daten, die auch hier eingeblendet werden können. Damit seht ihr, sind die Komponenten einer Zwillingsinstanz der Geobasisdaten und der Fachdaten hier rechts mit den Pfeilen markiert abgearbeitet. Zweite Sache, die DPass bietet, ist die Karte. Die stellen wir uns vor, gehört zu den Komponenten der Anwendungen, hier rechts markiert als gelbes Feld in dem Würfel. Dazu gehört auch die Beitragsliste, die in DPass vorhanden ist. Auch das ist eine Anwendung in unserem Konzept, genauso wie die weiteren Informationen, die man in DPass abrufen kann. Diese 3 Sachen sind also die Bausteine der Anwendungen im Fall DPass. Natürlich haben wir in DPass auch noch kleine Analysen, die wir uns anzeigen lassen können. Da haben wir einmal den Filter mit den Filteroptionen, wo man nach Datum, Bewertungen und Kommentaren filtern kann. Aber auch haben wir noch eine zweite Analyse in DPass, nämlich die Auswertung der Beiträge mit der Anzahl der Beiträge und der Anzahl der Kommentare. Wenn wir uns das jetzt alles mal insgesamt anschauen, DPass als Zwillingsinstanz, können wir sehen, wir haben alles das, was wir in der Definition einer Zwillingsinstanz brauchen, haben wir in DPass vorhanden, nämlich die Fachdaten wie die BürgerInnen-Daten, Velorouten. Wir haben verschiedene Anwendungen wie Text, das Textfeld, die Liste, die Karte. Aber wir haben auch Analysen, nämlich die Auswertung der Beiträge und der Filter und natürlich auch die Geobasisinformationen wie die Geobasiskarten und die Luftbilder. Schauen wir dann auch einmal auf die Eigenschaften eines Zwillings, können wir sehen, dass auch diese Eigenschaften von DPass als Zwillingsinstanz abgedeckt werden. Wir haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Natürlich eine Niedrigschwelligkeit, die wir in der Bürgerinnenbeteiligung benötigen. Wir haben eine Offenheit und Modularität und eine etwas geringere Realitätsnähe und Intelligenz, die aber auch beide in DPass vorhanden sind. Das ist jetzt einmal ein kleiner Rundumschlag über die Definition und das Beispiel DPass. Heike hat dann auch noch 2 Anwendungsbeispiele vorbereitet, die sie euch jetzt noch vorstellen möchte. Danke, Maja. Für uns ist Adibas im Grunde schon ein etabliertes Tool und in unserem Austausch letzte Woche ist die Idee entstanden, dass wir auch noch mal kurz darstellen,
wie uns dieser konzeptionelle Ansatz zum urbanen digitalen Zwilling auch in unserer Arbeit in T3 weiter begleitet. Grundsätzlich stellen wir uns auch weiterhin die Frage in T3, was kann der urbane digitale Zwilling, die UDP, den Bürgerinnen und Bürgern nützen? Und haben im Grunde für uns damals 2 Anwendungen konzipiert. Das sind Visionen, Ideen, die wir weiter verfolgen möchten. Und hier an der Stelle auch noch mal gesagt, das sind Arbeitstitel, also das ist nichts in Stein gemeißeltes. Aber anhand dieser 2 Anwendungsbeispiele kann man auch ganz gut sehen, wie sich der konzeptionelle Ansatz für den urbanen digitalen Zwilling auch bei uns in den Beispielen widerspiegelt. Das eine Anwendungsbeispiel ist der Public Twin. Mit, den Erläuterungen, die Maja bereits gegeben hat, könnte man sagen, das ist ein instanzierter öffentlicher Zwilling. Von den Funktionen her und von der Aufmachung her soll dies ein speziell für Bürgerinnen und Bürger entwickeltes und reduziertes Interface sein. Man muss sich ja vorstellen, die Bürgerinnen und Bürger wissen möglicherweise noch gar nicht, was ein UDZ oder eine UDP ist, und für die ist das Ganze eine Blackbox. So könnte man den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, durch ein Fenster einen Zugang zu dieser Wirklichkeit zu bekommen und das Ganze auch mitzuverfolgen, wie sich das nach und nach aufbaut. Dieser Public Twin greift auf Komponenten und Daten des urbanen digitalen Zwillings zu. Der UDP haben wir immer noch dazu geschrieben. Eine Funktion könnte sein, ein Nutzerinnenkonto zu erstellen, wo die Bürgerinnen und Bürger die entsprechenden Anwendungen und Daten auch individualisieren können. Und es kann auch die Möglichkeit für den Export und das Teilen von individuellen Datenzusammenstellungen mitgedacht werden. Mit diesem Beispiel könnte man die Bürgerinnen und Bürger als Multiplikatoren bzw. Vermittlerinnen in der Arbeit mit Geodaten einbinden. Und zu guter Letzt erhöht eine solche Anwendung bzw. ein solcher instanzierter öffentlicher Zwilling auch die Bekanntheit und die Reichweite von Anwendungen des zukünftigen urbanen digitalen Zwillings bzw. Schrägstrich der UDP. Das zweite Beispiel ist das Beteiligungswerkzeug. Auch hier wieder ein Arbeitstitel, und das Ganze sind Ideen, die wir weiterentwickeln möchten. Nach den Erklärungen und Ausführungen von Maja könnte man sagen, das ist ein instanzierter Beteiligungszwilling. Das Werkzeug funktioniert in erster Linie ähnlich wie DiPAS. Es dient dazu, anlassbezogenes Feedback zu konkreten Planungsvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern einzuholen. Der Grundgedanke ist hier, dass man auf DiPAS aufbaut und DiPAS um weitere Funktionen ergänzt. Wie das dann später heißt, ob das DiPAS ist, mit mehreren Funktionen oder wie auch immer, das sind Überlegungen, die mit Weitererarbeitung der Konzeption festgestellt werden. Mit diesem Beteiligungswerkzeug erhalten die Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu relevanten städtischen Geodaten und bekommen die Möglichkeit, aktiv an der Stadtgestaltung mitzuwirken. Ähnlich wie DiPAS soll die Anwendung vorrangig in informellen Verfahren genutzt werden und dient vor allem auch dazu, darüber hinaus der Dokumentation und Transparenz über Beteiligungsergebnisse und natürlich auch, wie diese Einfluss auf die Ausgestaltung des Stadtentwicklungsvorhabens nehmen können. Anhand dieser beiden Anwendungsbeispiele für den konzeptionellen Ansatz zum urbanen digitalen Zwilling sieht man auch sehr schön, dass auch hier bei beiden Anwendungen der Zweck zu verschiedenen Komponenten des gesamten städtischen Schatzes dargestellt werden kann und dass auch beide Anwendungen entsprechend auf Daten und Anwendungen zugreifen. Und beide Anwendungen könnten voneinander unabhängige urbane digitale Zwillinge sein, beziehungsweise Instanzen eines urbanen digitalen Zwillings. Auf der anderen Seite könnte aber auch jedes ein Teil des anderen sein. Und das gilt es dann für uns auch zukünftig noch zu eruieren, wie das aussehen könnte und wie wir da mit den verschiedenen Konzepten weiterarbeiten möchten. Aber auf jeden Fall hat uns der Austausch mit T1 gut weitergeholfen, uns da auch noch ein bisschen zu strukturieren und uns auch über den konzeptionellen Ansatz aus T1 noch ein bisschen klarer zu werden mit unseren Anwendungen. Herzlichen Dank, Maja und Heike, für euren Vortrag.